Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 19. Mai 2015 erschien Drachenlord hinter den Kulissen. In dem Video geht Rainer auf den Kommentar eines Zusehers ein, der sich darüber beschwert, dass er keine Videos mehr über Metal macht. Rainer entgegnet, er hätte keine Zeit, aufwendige Videos zu drehen, schneiden, rendern und hochzuladen. Dann erklärt er, beruflich nach Dortmund zu müssen und dort ein Wochenende verbringen zu wollen. Dort soll es auch ein Fantreffen geben. Am 23. Mai lud Rainer das Video Drachenlord in der Sauna #Hitzelord hoch. Darin kämmt er sich auf den Ratschlag einer jungen Dame hin seine Haare. Dann erklärt er Etikette und Hygiene in der Sauna. Am 24. Mai erschien dann das Video #FragDrache Thema Sauna. Darin gibt er an, gestern auf der Bergkirchweih gewesen zu sein und dort auch ein Foto mit Fans gemacht zu haben. Dann beantwortet er Fragen zu seinen Saunabesuchen und behauptet unter anderem, noch nie in einer schwulen Sauna gewesen zu sein. Am selben Tag erschien auch das Video Drachenlord auf der Berg. Darin filmt er sich während der Autofahrt nach Erlangen. Dort angekommen, marschiert er los zur Bergkirchweih. Dann filmt er sich kurz, als er alleine, Kaugummi kauend, am Rande des Festes steht und berichtet erfreut, schon Fans getroffen zu haben. Am 27. Mai erschienen dann 3 Videos. In TOM Time of Metal Nummer 6, Band Beyond the Black, Album Song of Love and Death, stellt er eine Band vor, die ihm von Zusehern empfohlen wurde. In #Drachewürde, was würdest du lieber? Nummer 1 Affe heiraten, erwähnt er wieder einmal Bücher zu schreiben. In merkwürdiger Vlog heute am Ablachen Koffeinlord wirkt Rainer überdreht und verwirrt, aber trotzdem gut gelaunt. Er erwähnt, an Geheimprojekten zu arbeiten und sich für ein Video nackt vor die Kamera stellen zu wollen. Der Grund für sein hibbeliges Verhalten, so offenbart er, sind wohl die 2 Energy-Drinks und 2 Kaffee, die er getrunken hat. Auf AskFM behauptete Rainer, am Tag in etwa 20 Stunden lang Metal zu hören. Am 28. Mai erschien das Video Was wäre wen? #Drachewürde Nummer 1 Eine Frau in meinem Bett. Darin beteuert er, zu hoffen, in 5 Jahren eine Frau, Kinder und einen gut bezahlten Beruf zu haben. Er behauptet, wenn er 100 Millionen Euro gewinnen würde, würde er damit sein Haus und seinen Hof renovieren. Am 3. Juni lud Rainer das Video Drachenlord Challenge Folge 2 Haustiere hoch. Darin zeigt er Fotos, die Zuseher von ihren Haustieren eingeschickt haben. Dann kündigt er eine neue Challenge mit dem Titel Bekennender Drachenlord-Fan an und fordert seine Zuseher auf, sich als Fans zu outen. Am selben Tag erschien auch das Video #FragDrache Thema Natur. Dabei filmt er sich im Freien auf einer Wiese liegend. Auch gibt er an, dass Naturkatastrophen seiner Meinung nach eine Warnung der Natur an die Menschheit seien. Auch geht er davon aus, nur mit einem Messer, einem Feuerstein und einem Rucksack ausgestattet im Wald überleben zu können. Am 5. Juni lud Rainer das Video Drachenlord hat einen Fan-Account auf Steam hoch. Darin informiert er die Zuseher darüber, dass er zum Aufnahmezeitpunkt keine Hosen trägt. Auch gibt er an, diesen Monat Schule machen zu müssen. Am 8. Juni erschien das Video Alles Gute Antonietta und Grüße an andere YouTube. Darin lädt er größere YouTuber ein, ihn zu kontaktieren und mit ihm eine Kooperation zu machen. Am 9. Juni lud Rainer das Video #FragDrache Thema Zukunft hoch. Darin erklärt er, er habe Angst zu sterben, bevor er Frau und Kinder hat. Am 10. Juni erschien das Video Kürzere Vlogs, in dem er wieder behauptet, zurzeit zur Schule zu gehen.
Auf Lachschon wurde spekuliert, Rainer würde eine Berufsschule besuchen. Am 11. Juni erschien das Video Drache nimmt die Pile. Darin erklärt er, ein Kätzchen gefunden zu haben, es aber weitergegeben zu haben, da er nicht die Zeit habe, sich darum zu kümmern. Dann zeigt er noch einige Aufnahmen von der kleinen Katze. Am 16. Juni lud Rainer das Video Geburtstagswünsche, was schon wieder hoch. Darin verlautbart er, dass endlich der Sperrmüll abgeholt wurde. Dann präsentiert er sein neues Handy und kündigt ein neues Format für seinen Hauptkanal mit dem Titel Lügenlord an. Am selben Tag erschien auch Kurz zwischendurch Babyvlog. In dem Video präsentiert er sein Logo für das kommende Lügenlord-Format. Am 17. Juni lud Rainer das Video Kurzer Vlog Nummer 1 hoch. Darin kündigt er an, vom 20. Juni bis zum 30. September jeden Tag ein Video zu machen. Am 18. Juni erschien das Video Drachenlord Folge 8 Fettlord. Darin offenbart er, dass Pagan Metal sein liebstes Subgenre des Metals ist. Dann präsentiert er eine Spielzeugpistole. Müssen wir schon wieder die Hater erschießen. Auch zieht er in dem Video kurz sein T-Shirt aus, um seinen Oberkörper zu zeigen, und präsentiert erneut seinen Hamster. Am selben Tag erschien auch das Video Viel zu tun. Darin zeigt er eine Wand in seinem Zimmer, die er schwarz angemalt hat, und erklärt sie zur Fanwand. Er kommt auf sein Vorhaben, jeden Tag ein Video hochzuladen, zu sprechen und erklärt, an Tagen mit schlechtem Wetter würden keine Videos kommen, da an solchen Tagen seine Kamera nicht funktioniert. Am 19. Juni lud Rainer das Video Kurzer Vlog Nummer 2 hoch. Darin erklärt er, eine Umfrage gestartet zu haben, um von seinen Zusehern zu erfahren, welche Formate sie gerne sehen würden. Am meisten wünschten sich seine Zuseher neue Folgen von 4 Drachen und der Metal. In den frühen Morgenstunden des 20. Juni streamte Rainer auf YouNow. In diesem Stream wurde er auch zu seiner Meinung bezüglich des Holocaust gefragt und bezeichnete diesen als, Zitat, nice Sache. Obwohl dies offensichtlich nicht ernst gemeint war, zeigten sich seine Zuseher dennoch geschockt von der Geschmacklosigkeit. Später würde Rainer auch immer wieder behaupten, den Holocaust mit Hiroshima verwechselt zu haben. In den nächsten Tagen streamte Rainer immer wieder auf YouNow. Am 22. Juni erschien Drachen läuft Nummer 1, heute Basketball spielen. In dem Video filmt er sich, wie er zu einem Basketballplatz geht und dort ein paar Körbe wirft. Mit seinen täglichen Spaziergängen plante Rainer abzunehmen. Seine Ernährung jedoch würde er nicht umstellen. Am selben Tag lud Rainer auch das Video Vlog am Montag Festival und neue Formate hoch. Darin kündigt er an, das Festival Rock am Herzfeldsee zu besuchen und dort auch zu filmen. Am 23. Juni erschien Kurzer Vlog Nummer 3 Drache läuft, fällt ins Wasser. In dem Video erklärt er, aufgrund des Regens nicht spazieren gegangen zu sein. Am 24. Juni lud Rainer das Video Vorbereitungen für Rock am Herzfeldsee hoch. Darin zeigt er, wie er die Wand, von der er die Tapete runtergerissen hat, nun mit einer Ford-Fahne verdeckt. Am 25. Juni erschien das Video Lügenlord und Abstimmung, in dem er erklärt, momentan zu faul zu sein, um das Format Lügenlord zu erstellen. Dann kündigt Rainer an, das Format 4 Drachen und der Metal aufgrund der Umfrage wieder zu bringen. Am 26. Juni erschien das Video Lügenlord Folge 1, der Junge, der seinen Mörder kannte, welches jedoch ausschließlich auf negative Resonanz stieß. An diesem Tag fuhr Rainer auch zum Rock am Herzfeldsee und traf dort auch Ariella. Laut eines Haters auf Lachschon begann diese, sobald sie betrunken war, über Rainer herzuziehen und sich über ihn lustig zu machen. Rainer machte sich daraufhin auf die Suche nach Ariella, um mit ihr ein klärendes Gespräch zu führen. Er erwischte sie allerdings dabei, als sie mit einem anderen Mann intim war. Rainer war davon so erzürnt und gekränkt, dass er einen Stuhl durch die Gegend schmiss und die Mitbringsel anderer von seinem Campingtisch herunterwarf. Dann packte er seine Sachen, stieg ins Auto und fuhr
betrunken und weinend nach Hause. Daraufhin lud Rainer am 27. Juni das Video Schon zurück hoch, in dem er erklärt, aus privaten Gründen früher nach Hause gefahren zu sein. Er will jedoch nicht näher darauf eingehen. Dann kündigt er an, Lügenlord würde noch einmal kommen, allerdings diesmal in guter Qualität. Am selben Tag erschien auch das Video Rock am Herzfeldsee. Darin filmt Rainer sich bei der Anreise zum Festival, dort angekommen und beim Auftritt von DragonForce. Anschließend beschwert er sich über die Organisatoren des Festivals. Angeblich hatte er sich auch während des Festivals über den seiner Meinung nach schlechten Zeltplatz bei einem Ordner aufgeregt und damit geprahlt, ein großer YouTuber mit 5000 Abonnenten zu sein. Am 28. Juni wurde Rainer zu Hause von einem YouTuber, der Dunkle Parabelritter, besucht. Dabei wurde auch ein Interview inklusive Roomtour gedreht, welches 4 Tage später veröffentlicht werden sollte. Auch erschien an diesem Tag Drache läuft Nummer 3 Wahrheit. In dem Video gibt Rainer an, wieder wie früher Kampfsport betreiben zu wollen und dies in dem Drache läuft Format festzuhalten. Dann kündigt er an, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen und behauptet, trotz seines Gewichtes von 155 Kilogramm eine gute Kondition zu haben. Dann schätzt er die Strecke von sich zu Hause nach Emskirchen auf 10 Kilometer, obwohl diese laut Google Maps nur 2,6 Kilometer beträgt. Dann gibt er zu, zurzeit arbeitslos zu sein, aber weiterhin Bewerbungen schreiben zu wollen. Er behauptet, am Wochenende von einer Person stark enttäuscht worden zu sein und daraus nun die Motivation zu ziehen, seinen Körper trainieren zu wollen. Höchstwahrscheinlich war von Ariella die Rede. Dann kündigt er an, jeden Tag einen Vlog zu veröffentlichen und auf YouNow zu streamen, so dass er damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. An diesem Tag streamte Rainer auch auf YouNow und äußerte sich negativ über Jesus. Jesus liebt dich. Ja, ich ihn aber nicht. Diesen Dreckskerl würde ich am liebsten mal eine aufs Maul hauen. Auch bannte er jeden, der in seinem Chat Ariella erwähnte. Am 29. Juni erschien das Video Besuch vom dunklen Parabelritter. Darin offenbart Rainer auf eine Frage hin, dass er sich nicht sicher sei, ob er in Mittelfranken oder Oberfranken lebe. Am 30. Juni lud Rainer das Video Drache läuft Nummer 4 Selfie-Stab hoch. Darin filmt er sich wieder beim Spazieren, beschwert sich dann aber über Gelenkschmerzen. Auch wurde Rainer an diesem Tag kurzzeitig aus unbekannten Gründen auf YouNow gebannt. Dann trafen Rainer und das Regenbogenschaf in einem YouNow-Stream aufeinander. Du bist echt eine solche Lachfigur, das weißt du schon, ne? Mich nennt man Lügenlord, weil du so eine Haufen Scheiße über mich verzapfst, was überhaupt nicht wahr ist. Das nennt man Rufmotto, Junge, ne? Du bist 40 Jahre alt und hast es echt nötig, Menschen auf so eine Art und Weise auf den Sack zu gehen. Ja, pass mal auf. Du hast ein gesamtes Video, das Wahrheit heißt, oder die Wahrheit. Das ist die reinste Lüge und du hast nicht den geringsten Plan davon, dass es eine Lüge ist, anscheinend. Ja. Lächerlich. Also ich war am Samstag bei Rock am Herzfeldsee und habe dort quasi ein paar Interviews geführt mit Zeltnachbarn. Ja, na klar, auf jeden Fall. Scheiße. Hast du auf jeden Fall gemacht, glaube ich dir sofort aufs Wort. Lächerlich. Ja, wo ist das Bändchen? Wo ist denn das? Wo ist denn die Karte? Verkauft an YouTube-Star. Du bist YouTube-Star. Du hast nicht mal den geringsten Schimmer, was ein YouTube-Star ist. Ich habe wesentlich mehr Abonnenten und Zuschauer als du. Und du behauptest, du wärst angeblich ein YouTube-Star. Sag mal, merkst du eigentlich noch, dass du dass du voll die Psychosen hast, dass du voll die Wahnvorstellung im Leben hast? Ich würde nicht in meinem Traum daran denken, mich YouTube-Star zu nennen und habe wesentlich mehr Abonnenten und Views als du. Bist du? Alter. Du hast dich doch letztens als Stream fast aus Versehen YouTube-Star gemacht. Da habe ich was vorgelesen, Kollege. Da habe ich gelesen, was da stand. Du bist so eine Lachwitzfigur und du merkst es noch nicht einmal.
Ohne Scheiß merkst du eigentlich noch, was du für Lügen erzählst. Du lebst in deiner Traumwelt und behauptest, ich lebe in meiner Traumwelt. Junge, du hast nicht den geringsten Atem, du hast nicht die geringste Chance dafür, Alter. Und ich atme. Alter, du hast so eine Schnaufe, ja? Das merkt man sogar noch schlimmer als meine. Ey, ohne Scheiß, und du machst dich über mich lustig, Mann. Zeig dich doch mal in einem Video. Zeig doch einfach mal Eier und zeig dich in dem Video. Mach die Kamera hoch, los. Du feiges Drecksscheißstück, Alter. Ohne Mist. Du lachst dir einen Ast, ja? Und du hast nicht einmal den Mumm, dich selbst zu zeigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dein... Ich weiß mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dein Mondeo war, weil da war irgend so ein Ariel, die Meerjungfrau, Aufkleber drauf. Du bist dümmer als die Polizei erlaubt, Alter. Ohne Scheiß. Und ich habe ja nicht den ersten Kanal, den ich dann komplett lösche. Nochmal hochladen. Bei 3 Strikes ist dein Kanal weg. Das müsstest du eigentlich wissen als YouTuber. Aber du hast ja noch nicht mal den geringsten Grundschimmer, was ein YouTuber überhaupt ist oder was YouTube überhaupt bewirkt. Nö. Ich will deine Adresse. Schreib mir eine E-Mail-Adresse. Schreib mir eine E-Mail mit deiner Adresse, mit deinem Zeug und dann kriegst du eine fette Anzeige. Da kannst du dich drauf freuen. Und wenn du dich weigerst, dann finde ich deine Sachen auch so raus. Weil das, was du machst, ist mittlerweile Cybermobbing. Ich gehe zu meinem Großcousin, der ist Anwalt, der hat seine eigene Kanzlei. Der hat seine eigene Kanzlei in Nürnberg. Und ich gehe überhaupt nicht zu dem in die Kanzlei, sondern ich rufe ihn an. Dann komme ich zu ihm nach Hause, dann klären wir das, dann schauen wir, was wir machen können. Und dann werden wir über YouTube, und es wird YouTube auch preisgeben, dann muss YouTube deine Daten preisgeben, weil das, was du machst... Also zum Beispiel, das Hörspiel, darf das draufbleiben? Das ist die reinste Verarsche gegen mich, also nein. An Scheiß hast du gemacht, das ist genau mein... Schwachsinn laberst du, da ist meine Stimme drauf. Stimmt nicht, da ist meine Stimme drauf, Junge, und diese Stimme hast du gar nicht, weil das habe ich selbst aufgenommen. Komm, wir wissen beide, dass du das Zeug eh nicht löscht. Ich habe gerade meinen Enkel auf dem Schoß, aber wenn es dir nicht passt, da ist die Tür. Natürlich. Um die Uhrzeit hast du deinen Enkel auf dem Schoß. Du kannst mich mal. Ja, ich möchte dieses Regenbogenschaf melden, weil der einen Haufen Scheiß über mich verzapft. Und Okay, also deswegen möchte ich mit meinem Onkel sprechen, deswegen will ich mit meinem Cousin sprechen. Schnauze-Hater. Also Mutter, gibst mir die Nachricht einmal, gibst mir mal die Nummer vom Alfred und dann klären wir das. Und hier, Regenbogenschaf, dass du es auch weißt. Regenbogenschaf, du abgefickte Nudel, hör auf mich anzurufen. Würde mich auch freuen. Kurzer Rage, ja. Du wirst entweder die Videos löschen oder ich zeig dich an. Du kannst dir das aussuchen, wie es dir lieber ist. Aber wenn du das anzeigst, dann verklage ich dich auch gleich auf Schmerzensgeld mit. Ich hoffe, du hast genug Kohle auf der Bank. Also, willst du es jetzt auf die harte Tour oder willst du es auf die sanfte Tour haben? Hat es dir beim Drachenlauf gar nichts? Das liegt aber nicht an mir, dass da bei mir nichts ist. Kommt drauf an, in welchem Bezug. Reden wir gerade über Sex schreiben, oder? Du bist der dümmste Mensch, der mir hier untergekommen ist. Und das will was heißen, weil ich war in der Sonderschule. Alter, hast du eine Schnaufe, Mann. Videos, in denen ich Metal-Leute sage, als negative Videos. Weil ich sage eigentlich immer Metal-Leute. Du sagst nicht Metal-Leute, du sagst Metal-Leute. Oder Metal. Und es heißt Metal. Ja, du bist anscheinend verschiedene Berufe Geländer. Von herein Geländer Spack wahrscheinlich auch. Ich sagte, ich werde dich vernichten. Und damit meine ich deine YouTube-Karriere, deinen YouTube-Scheiß. Genau. Ja, ich werde dich auch auslöschen. Junge, ich habe Schafe gehabt, ich bin mit Schafen aufgewachsen. Privatname. Ich bin mit Schafe aufgewachsen und ich weiß, wie schwach Schafe sind. Wir hatten, als ich Kind war, viele Schafe und bis jetzt hat noch keins gegen mich geschafft. Also laber hier keinen Müll von wegen Schafe sind stärker als Drachen. Müll. Und wenn du glaubst, dass ich dich besiegen kann, dann hast du schon lange gewonnen. Ein weiteres Mal hatte Rainer die Hater dadurch bestätigt, dass er ihnen Aufmerksamkeit schenkte und schlechtes Benehmen an den Tag legte. Auch hatte die Zurückweisung von Ariella Rainer anscheinend bis auf das Innerste erschüttert, so
dass er den Entschluss fasste, sein Leben grundlegend umzukrempeln. Solch gravierende Veränderungen benötigen jedoch neben dem Vorsatz eine große Menge an Disziplin und Durchhaltevermögen. Würde Rainer dies aufbringen können, oder würde er wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen?